Das christliche Kreuz mit Alpha und Omega tritt zum ersten Mal hier beim Helm von Stößen auf. Bei Stößen handelt es sich um ein Gräberfeld am damaligen Thüringer Königshof in der Nähe von Naumburg. In dem Gräberfeld ist reich und mittelarm und normal bestattet, aber vor allem sind hier auch die Adligen bestattet. Die adligen Gräber wurden häufig beraubt, vor allem das Königsgrab wurde beraubt und hier fand man nur den Helm am Rande stehen, in der Ecke stehen. Der Helm wurde sozusagen nicht bei der Beraubung erwischt oder er war vielleicht auch schon verschüttet. Man fand etwas Keramik und man fand beispielsweise diese Goldfäden. Und diese Goldfäden zeigen ein ostgotisches, also aus Italien stammendes Königsgewand oder sogar ein aus Byzanz stammendes Königsgewand, in dem die Goldfäden in den Brokat eingewoben waren. Etwas, was die Thüringer hier selbst nicht herstellen konnten und was zweifellos zu Königsgeschenken gehört, die zwischen den Fürsten der damaligen Zeit ausgetauscht wurden. Warum ist dieser Helm so wichtig? Der Helm ist so wichtig, weil er christliche Symbole zeigt. Auch die Weinranken, den Weinberg des Herrn zeigt er. Und das bedeutet, der Fürst inszenierte sich als Christ. Und zwar nicht als byzantinischer Christ, sondern als klassisch-katholischer Christ in der Prägung wahrscheinlich des Ostgotenreiches. Ob es sich um einen Arianer handelt, wissen wir nicht, aber auf alle Fälle um einen Katholiken, der wahrscheinlich an die Wesensgleichheit Christus Gott glaubt, also an den Dualismus, der im Osten bei Monophysiten etwa bestritten wird. Also wir haben hier einen christlichen Herrscher, der sich zumindest christlich inszeniert. Ob er das verstanden hat und ob er wirklich christlich war, wage ich zu bezweifeln. Schon gar nicht trifft das auf seine Mitkrieger und seine Mitbürger und seine Beherrschten zu. Die werden sehr wahrscheinlich am alten Glauben, wie man an Amuletten und Ähnlichem sieht, festgehalten haben. Wir können nun vermuten, um wen es sich in dem Grab handelt. Es muss sich um einen thüringischen König handeln. Für Bisin ist das Grab zu jung, also scheint es sich um einen Sohn von Bisin gehandelt zu haben. Und da es sich um den östlichen Reichsteil handelt, der Berthacher gehörte, gehen wir davon aus, dass in diesem Grab in Stößen mit diesem ostgotischen Helm Berthacher lag. Berthacher stirbt in den 520er Jahren. Entweder er stirbt durch die Hand seines, wie die Franken schreiben, gierigen Bruders Herminafried, oder er stirbt auch in der Abwehr der Franken, und die fränkischen Geschichtsschreiber inszenieren diesen Streit. Das weiß man ja nicht, da Geschichtsschreibung häufig tendenziös ist. Auf alle Fälle hat er eine ganz bedeutende Tochter, nämlich Radegundis, und Venatius Fornatus schreibt das Klagelied der Radegundis, das, glaube ich, allgemein bekannt ist. Und Radegundis scheint eine ganz außergewöhnliche Frauengestalt des frühen Mittelalters zu sein. Sie überlebt den Mord an dem Vater, sie wächst am Hof des Onkels, der überlebt, Herminafried, auf, der später von der Stadtmauer von Zülpich gestürzt wird durch die Franken. Und die Franken kidnappen sozusagen, nachdem sie das Thüringer Reich 531 zerstört haben, die Radegundis, um sie mit Chlodwig zu verheiraten. Radegundis macht viele wohltätige Taten, benutzt das Geld von Chlodwig, um die Armen zu speisen und vieles andere, aber sie gibt sich Chlodwig nicht hin, sie verweigert sich, und die einzige Chance ist, zu überleben, dass sie sozusagen Nonne wird. Dann kann er ihrer nicht mehr habhaft werden, und das war natürlich für Chlodwig schlimm, denn Radegundis war eigentlich die Legitimation für die Besetzung des Thüringer Reiches. Es sieht so aus, dass die Franken möglicherweise gar nicht das ganze Thüringer Reich besetzt haben, sondern sich mit den Langobarden verbündeten, die Teile des Thüringer Reiches besetzten. Das sieht man auch an fränkisch-thüringischen Hochzeiten, die in der Folge stattfinden.